Hallo und herzlich willkommen zu diesem Clarin-D-Video. Mein Name ist Melanie Krumm-Zuarez und in diesem Use Case zeige ich, wie man mit dem Virtual Language Observatory, kurz VLO, historische Lehrbücher auffinden kann und mit der facettierten Suche Treffer eingrenzen kann. Außerdem stelle ich vor, wie man im VLO digitale Werkzeuge auffinden kann. Was ist das VLO? Das ist eine spezielle Suchmaschine zum Auffinden von Forschungsdaten und digitalen Werkzeugen im Umfeld von Clarin-Zentren. Damit können nicht nur die deutschsprachigen Zentren abgefragt werden, sondern auch alle europäischen Zentren nach relevanten Sprachdaten und Werkzeugen durchsucht werden. Die Datenbank besteht aus einem großen Katalog an Metadaten, der auf verschiedene Weise durchsucht werden kann. Über eine Textsuche wird nach Schlüsselbegriffen aus den Beschreibungen und nach Titeln von Ressourcen gesucht. Mit einer facettierten Suche kann die Suche aber auch eingeschränkt werden, um etwa gezielt nach speziellen Sprachen, Formaten, Kollektionen etc. zu suchen. Beide Suchabfragen können auch miteinander kombiniert werden. Außerdem kann man sich über das Language Resource Switchboard zur Sprachressource passende digitale Werkzeuge anzeigen lassen und die Daten sofort auswerten. Schauen wir uns nun an, wie Sie das VLO aufrufen können. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben clarin-d.net ein. Sie gelangen zur Clarin-D-Startseite. Dort finden Sie zunächst die 3 zentralen Säulen in Clarin-D, die sogenannten AAAs. Das sind 3 verschiedene Serviceangebote, die das Auffinden von Sprachdaten und Werkzeugen, das Auswerten von Sprachdaten sowie das Aufbereiten und Aufbewahren umfassen. Das VLO finden Sie unter dem Reiter Auffinden, hier VLO Suche nach Ressourcen. In dieser Suchmaske können Sie bereits den Suchbegriff eingeben und gelangen dann auf die VLO-Website. Hier sehen Sie die gefundenen Titel in der Metadatenbank ausgegeben. Insgesamt hat die Suche 781 Treffer ergeben. Die Ergebnisse werden nach Relevanz in den Metadaten und ihrer Verfügbarkeit ausgegeben. Das heißt, Treffer, in deren Titel der Suchbegriff vorkommt, werden also höher gestuft als die Treffer, in denen der Suchbegriff nur im Beschreibungstext vorkommt. Treffer, die öffentlich sind, erscheinen ebenfalls weiter oben. Schauen wir uns die Treffer genauer an. In einem Vorschaufenster bekommen Sie bereits die wichtigsten Informationen über die Ressource angezeigt. Das sind zum Beispiel der Titel, die Kollektion, also wo der Titel hervorkommt und verfügbar gemacht wird, wie viele Daten vorhanden sind. Schließlich erkennen Sie an diesem Icon, dass die Quelle öffentlich verfügbar ist. Klicken wir nun in diesen ersten Treffer, gelangen wir zum vollständigen Eintrag des Titels. Dieses, nennen wir es Stammblatt des Titels, ist in weitere Reiter eingeteilt. Sie können sich technische Details und alle verfügbaren Metadaten anschauen, sowie erneut die Verfügbarkeit und Lizenzen anzeigen lassen. Bitte vergewissern Sie sich auch immer auf der jeweiligen Anbieterseite, unter welchen Bedingungen das Werk genutzt werden darf. Klicken Sie schließlich auf Ressource, können Sie die Originalquelle aufrufen. Zum Beispiel gelangen wir bei diesem Titel auf die Website des GEI.digital, eine digitale Schulbuchbibliothek des Georg-Eckert-Instituts, dem Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung. Dort sind deutsche Schulbücher des 17. Jahrhunderts bis 1945 und auch ausländische Schulbücher verzeichnet. Kommen wir nun zur fatisierten Suche. Sie haben die Möglichkeit, die Treffer nach verschiedenen Kategorien einzuschränken. Sie können zum Beispiel die Sprache ändern, nach Kollektionen suchen, das heißt nach eingetragenen Institutionen, in denen der Titel verfügbar gemacht wird, oder nach dem Typ der Ressource einschränken, also zum Beispiel nach Text- oder Audiomaterialien suchen. Leider bietet das VLO bislang noch keine Suchfunktion, um nach Erscheinungs- und Entstehungsjahren einzugrenzen, was hier für das Aufsuchen von historischen Lehrbüchern durchaus von Vorteil gewesen wäre. Zu diesem Zeitpunkt nutze ich persönlich das VLO in erster Linie, um herauszufinden, wo generell deutschsprachige Lehrbücher verzeichnet sind. Die Suche über die Kollektionen ist meiner Meinung nach deshalb ein guter Filter. Diese können auch miteinander verknüpft werden.
Speziell für mein Forschungsvorhaben interessieren mich solche Forschungsdaten, die als XML-Dateien vorliegen, da sie zur Weiterverarbeitung in einem XML-Editor benutzt werden können. Klicken Sie dafür auf das Format und wählen Sie hier Application XML aus. Sie sehen, dass nun die Einträge der Schulbuchbibliothek verschwunden sind und nur noch 11 Titel, die vom Deutschen Textarchiv bereitgestellt werden, angezeigt werden. Rufen Sie wie gewohnt das Stammblatt des Eintrags auf und klicken Sie hier, um zur Quelle auf den Seiten des DTAs zu gelangen. Wie man Texte im DTA auswerten kann, zeige ich in einem anderen Video. In diesem Teil des Videos zeige ich Ihnen, wie Sie zur Sprachressource passende digitale Werkzeuge mit dem VLO auffinden können. Wir wählen unter Sprache German aus und unter Format Text Plain. Zum Beispiel rufen wir nun den Eintrag Mainzer Journal Nummer 106 auf und klicken auf Ressource. Hier sehen Sie die Inhalte der Ressource und den Typ angezeigt. In diesem Reiter ist auch das Language Resource Switchboard eingebettet, das Ihnen hilft, geeignete digitale Werkzeuge zur ausgewählten Sprachressource zu finden. Klicken Sie auf diese 3 Punkte. Sie werden zum Tool weitergeleitet. Alle benötigten Angaben zum Auffinden eines Werkzeugs werden hier automatisch aus den Metadaten ausgelesen, also Sprache und Typ, sodass Sie einfach auf Show Tools klicken können, um die Suche zu starten. Nun bekommen Sie eine Liste mit Werkzeugen für verschiedene computergestützte Verfahren zur Analyse von geschriebener Sprache ausgegeben. Wenn Sie sich zum Beispiel für Eigennamen in historischen Journalen wie dem Mainzer Journal interessieren, können Sie mit Hilfe von Weblicht die automatische Eigennamenerkennung durchführen lassen. Das Besondere am Language Resource Switchboard ist, dass Sie ohne Anmeldung nun Weblicht aufrufen und gleich nutzen können. Fassen wir nun die Möglichkeiten des VLOs zusammen. Das VLO ermöglicht das einfache und schnelle Navigieren durch eine große Menge von Sprachressourcen und digitalen Werkzeugen. Es ermöglicht das Einschränken von Treffern und Features wie zum Beispiel Sprache und Format. Außerdem können Sie eine Textsuche durchführen. Das VLO ist aber keine Datenbank, mit der Forschungsliteratur gefunden werden kann. Dazu müssen wiederum andere einschlägige Verzeichnisse wie der Karlsruher virtuelle Katalog, kurz KVK, oder das Sondersammelgebiet für Linguistik an der UB Frankfurt aufgerufen und dort zum Beispiel das Portal für Sprachwissenschaft oder die Online-Version des Bibliography of Linguistic Literature genutzt werden, um eine klassische Recherche von Sekundärliterat durchzuführen. Zum Schluss möchte ich Ihnen einige Hinweise zum VLO noch geben, denn das VLO bietet eine sehr gute Dokumentation und dort können Sie auch nochmal die einzelnen Schritte von der Textsuche bis zur facettierten Suche nachlesen. Sollten Sie Werkzeuge oder Sprachressourcen vermissen, können Sie Vorschläge machen und unter vlo@clarin.eu auch mit den Betreibern in Kontakt treten. Zum Abschluss noch der Verweis auf den Clarin D YouTube-Channel. Dort finden Sie weitere Use Cases, zum Beispiel ein Experteninterview zu Weblicht und dem Auswerten von syntaktischen Strukturen in Nominalphrasen. Hier stelle ich noch alle wichtigen Links zum VLO-Video bereit, diese finden Sie auch in der Infobox verlinkt. Damit verabschiede ich mich und sage Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.